Wie ihr alle wisst, ist ja der Kanal eigentlich dazu gedacht für Menschen, die Probleme mit ihren Füßen haben. Hoppla. Die Probleme mit ihren Füßen haben und nicht wissen, wo sie hingehen sollen und damit sie eben Hilfe kriegen. Das Ganze wird auch so ein Stück weit bleiben, ja, aber es wird noch etwas dazukommen. Hallo meine Freunde der Füße, eure Lieblingspodologin ist wieder am Start. Die Sommerpause ist vorbei und es gibt ein paar Änderungen, ein paar Neuerungen für diesen Kanal. Ja, womit möchte ich jetzt beginnen? Ich möchte jetzt damit beginnen, euch zu erzählen, warum ich Pause gemacht habe. Es waren nämlich ein paar sehr besorgt. Nein, ich bin nicht krank und ja, mich hat es aus den Socken gerissen. Hat den Hintergrund, ich habe mich aus etwas Toxischem gelöst und das hat mich halt mehr aus den Socken geschmissen, als was ich das vermutet habe. Somit habe ich die ganze Social Media Tätigkeit mal für ein paar Monate auf Eis gelegt und es hat ganz gut getan, einmal ein paar Monate nichts zu machen. Gut, ich habe schon was gemacht, ich habe normal in meiner Praxis weitergearbeitet, aber die ganze Social-Media-Tätigkeit habe ich mal für ein paar Monate mal ruhig lassen. Das war ganz gut und habe mir mal Gedanken gemacht, wie es dann mit dem Kanal in Zukunft weitergehen sollte. Wer meine ganzen Social-Media-Kanäle verfolgt, hat gemerkt, dass ich seit ein paar Wochen jetzt wieder am Rumprobieren bin. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr TikTok und Facebook und Instagram und das Ganze verfolgt. Wer TikTok nicht kennt, das sind so einminütige Videos, in denen man eben ziemlich schnell reden muss. Ist ja nicht so meine Stärke, habe ich aber trotzdem hingekriegt. Und da kann man auch ganz viele Sachen erklären. Und das Ganze soll sich ja eher richten an die Jugendlichen. Ich glaube, die Plattform ist ab 13 und ich finde, über Füße gehört gerade in diesem Alter aufgeklärt. Deswegen habe ich mit TikTok angefangen, jetzt mittlerweile schon, ist das schon über ein Jahr? Also TikTok gibt es auch schon eine Zeit lang. Ja, und YouTube hat sie ebenfalls gedacht, dass es diese YouTube Shorts eingeführt haben. Das sind ebenfalls diese einminütigen Videos und die werde ich jetzt auf meinem Kanal noch zusätzlich zu den anderen Videos, werde teilweise den Content, was ich auf TikTok schon gemacht habe, dann rüberziehen auf YouTube, weil ich habe festgestellt, viele haben TikTok gar nicht. Auch nicht schlimm. Somit sollen die auf YouTube auch profitieren davon. Gut, das war mal die erste Neuerung. Diese Shorts kommen noch dazu. Wie findet ihr diese Shorts? Wer YouTube auf dem Handy guckt, hat diese Shorts eigentlich unten links in diesem kleinen Reiter, ganz unten in dem Balken auf der linken Seite ist bei mir. Ob es bei jedem auf der Seite ist, das weiß ich jetzt nicht. Einfach da drauf klicken und dann findet man die ganzen Shorts. Und wer es am Computer guckt, der muss halt eben in den Reiter Video oder Upload gehen. Oder es gibt eine ganze Playlist, habe ich extra angelegt, die heißt Shorts. Wenn ihr die Glocke gedrückt habt, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung dafür. Habt ihr keine Glocke gedrückt, solltet ihr das vielleicht jetzt machen, damit ihr kein Video mehr versäumt. Gut, vom Content her wird sich der Kanal nicht wirklich viel verändern. Wir bleiben bei den Füßen. Wie ihr wisst, ich mag Füße, finde sie faszinierend und ich finde, jeder sollte schmerzfreie Füße haben. Ich habe aber schon ein paar Mal so leicht am Rande erwähnt, dass ich für den Beruf selber nicht viel mache, weil eben so viel Gegenwind andauernd ist. Da habe ich mir jetzt eigentlich gedacht, ich lasse die Zipfelklatscher mal dort, wo es sein sollen und ich werde für die angehenden Podologen eine Lernhilfe machen. Dazu, also als Grundlage für das Ganze, habe ich den VLLP angeschrieben. Diesen Verband kennt leider nicht viel, nicht viele kennen diesen Verband, so rum. Das ist der Verband Leitender Lehrkräfte der Podologie.
Die Vorsitzende war so nett und hat mir ein Curriculum zukommen lassen. Ich habe sie auch in der E-Mail gefragt, ob jetzt ein Curriculum existiert, das was bundesweit gültig ist. Nein, so eins gibt es nicht. Gut. Ich finde jetzt, wenn man einen Beruf nach vorne bringen will, sollte man eigentlich eine einheitliche Ausbildung gewährleisten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Füße in Bayern anders aussehen als wie die in Hamburg oder die in Hessen oder die in Nordrhein-Westfalen oder die in Sachsen. Seid ihr anderer Meinung, dass die Füße in den anderen Bundesländern anders ausschauen? Schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Füße da anders aussehen. Ja, die Videos, was ich unterstützend für die künftigen Podologen machen möchte, sind natürlich dem Curriculum angelegt, von Anatomie, Knochen, Muskeln, Sehnen, Zelle, Haut, bliblablub, Pathologie, auch einiges. Was ihr auch finden werdet, sind eben diese YouTube Shorts, die sind dann ergänzend zu den ganzen Videos dazu. Das ist, wenn irgendwas schneller erklärt ist, dann habe ich halt das Short. Wenn was länger braucht zum Erklären, dann gibt es halt die ganzen Videos. Gut, das sind jetzt die zwei größten Erneuerungen. Wie gesagt, diese YouTube Shorts werde ich jetzt so peu à peu aus TikTok rüber machen. Wie findet ihr diese Shorts? Ich habe extra eine Playlist damit angelegt, da kommen die ganzen Shorts rein. Wie oft kommen die? Na gut, das muss ich bei mir jetzt auch erst alles einmal einpendeln. So, ich hoffe, dass ich es hinkriege, so zweimal die Woche die Shorts und die großen Videos dann sowieso alle 2 Wochen wie gehabt. Seid ihr zum Beispiel schon in der Ausbildung und habt ein Thema, das was ihr gerade überhaupt nicht kapiert oder wo euch keiner weiterhelfen kann, schreibt es mir gern an, auch hier in den Kommentaren oder schreibt mir eine E-Mail und dann ziehe ich das Thema einfach vor. Also in dem her bin ich flexibel. Und nein, die Videos werden nicht die podologische Ausbildung ersetzen, es soll ja rein eine Lernhilfe sein für euch. Gut, wie gesagt, das sind jetzt die größten Erneuerungen, was es geben wird. Wenn ihr meine anderen Social Media Kanäle abchecken wollt, auf TikTok heiße ich Podologin Andrea, genauso wie auf Instagram. Auf Facebook ist Andrea Königsberger oder die Seite Podologie und mehr. YouTube-Kanal wisst ihr, Podologie und mehr, wird er vielleicht auch mal anders heißen. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den auch mal umbenenne in Podologin Andrea. Ich gucke einfach mal. Vielleicht gibt es ja nur einen Zusatz dabei. Das weiß ich, ja. Das wird die Zeit zeigen. Wie gesagt, wer die Glocke gedrückt hat und das Abonnieren gedrückt hat, der wird dann eine Benachrichtigung kriegen, falls sich irgendwas ändert oder irgendwas neu ist. Somit wünsche ich euch viel Spaß mit den neuen Änderungen. Sind nur kleine Änderungen, aber ich finde, so sollte man eigentlich den Beruf auch ein bisschen nach vorne kriegen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Eure Podologin Andrea.